Zeit für ein Gedankenexperiment. Stellt euch eine Box vor. In dieser Box ist eine Katze drin mit einem Gift. Ohne dass wir jetzt in diese Box hineinschauen, wissen wir nicht, ob dieses Gift der Katze gewirkt hat oder nicht. Die Katze ist also, ohne dass wir reingucken, zugleich lebendig und tot. So viel zum Grundgerüst des Experiments, des Gedankenexperiments der Schrödingers Katze. Schrödingers Katze. Hat man vielleicht schon mal gehört, weiß aber eigentlich gar nicht vielleicht so richtig im Detail, worum es dabei geht. Was genau wollte Schrödinger mit seinem Gedankenexperiment Schrödingers Katze unter anderem Albert Einstein beweisen? Schauen wir uns das Experiment genauer an. In der Mitte der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts stellte ein österreichischer Physiker, Erwin Schrödinger, ein Gedankenexperiment an, um unter anderem zu zeigen, wie verrückt eigentlich die Quantenwelt tickt. Er dachte an einen Kasten. In diesem Kasten ist eine Katze drin. Mit dieser Katze in diesem Kasten ist auch ein Behälter eines Katzengiftes enthalten. Dieses Katzengift wird aber nur in einem bestimmten Zustand freigesetzt. Nämlich, wenn ganz bestimmte Strahlungsteilchen freigesetzt werden. Gemäß der Quantenmechanik jedoch können wir aber nicht feststellen, ob sich ein Atom radioaktiv freigesetzt hat und in welcher Zeit, solange wir es nicht einer expliziten, konkreten Messungen durchziehen. Das heißt, wenn wir nun diesen Kasten nicht öffnen und reinschauen und genau messen, wissen wir nicht, ob sich Atome radioaktiv freigesetzt oder zersetzt haben und somit das Gift, dieses Katzengift, sich auch freigesetzt hat und somit die Katze tot ist. Oder ob es nicht passiert ist und somit die Katze noch am Leben ist. Folglich müssen wir es so beschreiben, als sei es zur selben Zeit zerfallen und nicht zerfallen. Erst wenn wir das Atom untersuchen, befindet es sich in dem einen oder in dem anderen Zustand. Somit ist die Katze zur selben Zeit tot und lebendig. Denn die Katze besteht ja auch selbstverständlich aus Atomen. Das heißt, potenziell können 50% der Atome der Katze sich freigesetzt haben und die anderen 50% nicht. Der Grundgedanke dieses Gedankenexperimentes ist es eigentlich, kurz und einfach zusammengefasst, Atome können zur selben Zeit unterschiedliche, zwei verschiedene Sachen tun. Und da eine Katze aus Atomen besteht, kann sie zur selben Zeit in zwei unterschiedlichen Situationen vorhanden sein. Eben lebendig oder tot. Somit war Schrödinger der Ansicht, dass die Quantenmechanik einen Fehler habe. Da es selbstverständlich unmöglich ist, dass eine Katze zur selben Zeit sowohl tot als auch lebendig ist. Und außerdem, so die Kritik Schrödingers, gewährleiste die Quantenmechanik keinen Einblick über die emotionale Ebene, die Psyche. Was empfindet die Katze? Was waren die letzten Augenblicke dieser Katze, bevor sie tot ist? Oder wenn sie halt noch lebt, welchem Gemütszustand ist sie? Die Quantenmechanik liefert uns eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten und auch nur potenzielle Wahrscheinlichkeiten, wenn wir das Kästchen öffnen und den Inhalt einer Beobachtung unterziehen. Wäre dieses Gedankenexperiment Realität, würde sich wahrscheinlich das komplette Universum verzerren. Es bildet sich eine Welt, in der die Katze lebt und eine andere, in der die Katze tot ist.